Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, der Modular Tech Pack 28. In diesem Jahr bekommt die Modular Tech Pack Serie einen kleinen Bruder. Es gab ja bereits schon den 30 Liter und den 45 Liter, die wir beide auch schon vorgestellt haben. Den 30er haben wir hier mal zum Größenvergleich mit auf dem Tisch. Und jetzt neu hier der 28 Liter. Wer jetzt denkt, okay, gut, 28, 30, da ist jetzt nicht viel Unterschied, dann nehme ich den 30 Liter, der sei gewarnt. Hier der 28 Liter ist doch nochmal vom Aufbau her eigentlich ein komplett anderer Pack. Der gehört unserer Meinung nach eigentlich gar nicht wirklich in diese Modular-Pack-Serie mit rein. Der 30er und der 45er sind sich bis auf die Literzahl extrem ähnlich und der 28er ist aber vom Aufbau her komplett anders. Das heißt von daher, wenn ihr mit dem Modular Pack 30 nicht so warm geworden seid, ist vielleicht der 28er genau das Richtige für euch. Aber wir schauen ihn uns einmal im Detail an. Wir haben hier eine Höhe von 52 cm, eine Breite von 30 cm und eine Tiefe von 14 cm. Das ist auch das, wo man ihn am deutlichsten unterscheiden kann vom Modular Pack 30, denn in der Höhe und Breite sind sie ungefähr gleich, aber in der Tiefe sieht man es hier schon ganz klar. Der Modular Pack 28 ist deutlich schlanker. Wir haben hier ein Leergewicht von 1,35 Kilo, verwendet wird 700D Cordura und T-Square Rib FD auf der Innenseite, wo man ein bisschen leichteres Material braucht. Außen halt das schöne wasserabweisende Cordura. Vom Aufbau her seht ihr hier auch schon die Unterschiede ganz klar. Der Modular Pack 28 hat hier zwei Kompressionsriemen. Die sind mit Wujin Buckles ausgestattet, haben hier auch nochmal an den Seiten ein elastisches Band, um das überschüssige Gurtmaterial zu sortieren. Und man kann diese Straps auch komplett abnehmen, wenn man denn sagt, okay, ich habe jetzt hier einen relativ schlanken Rucksack, den ich auch jetzt nicht unbedingt überlade, wo ich einen Kompressionsriemen brauche, hätte ich hier die Möglichkeit, das Ganze eben auch relativ fix abzumontieren, um dann eben hier auch die Seiten clean und frei zu haben, wenn ich das denn möchte. Wenn wir gerade hier an den Seiten sind, machen wir da auch gerade weiter und gehen dann auf die Front. Wir haben hier zwei Reihen Lasercut Molle durchgängig von oben bis unten. Auch hier wieder eine kleine Änderung im Vergleich zum Modular Pack 30 und 45. Hier hat man im oberen Bereich immer diese kleinen schwarzen Zipfel gehabt, die dafür gedacht waren, um zum Beispiel Stöcke, Trekkingstöcke oder sonstige Sachen hier zu fixieren mit Shockcord. Da hat man jetzt dieses Label hier nach unten verlegt. Das findet man hier auf der unteren Seite und zwar rechts. Hier ist es, genau. Und im oberen Bereich hat man beidseitig hier diese beiden Bereiche, wo ich hier natürlich auch mit Shockcord das Ganze fixieren kann, wenn ich das brauche. Und das Übrige könnten dann auch zum Beispiel die Kompressionsriemen übernehmen. Auf der Front habt ihr hier oben das Tasmanian Tiger Logo gestickt, unten drunter ein großes Klettfeld für Patches und dann hier einen horizontal verlaufenden Zipper für ein Organisationsfach, das von oben zugänglich ist. Das ist der Unterschied auch zum Modular Pack 30. Da hat man das von der Seite gehabt, hier von oben. Das heißt, hier hätte man auch, wenn man jetzt Shockcord einsetzt, um hier zum Beispiel nochmal eine Jacke außen drauf anzubringen, hätte man hier immer Zugang zum Frontfach. Das war hier immer ein bisschen schwierig zu lösen. Wenn man hier an den Schlaufen Shockcord eingesetzt hat, ging die immer über das Fach und dann war das Fach eigentlich nicht mehr wirklich erreichbar. Das hat man hier in dem Fall besser gelöst. Also hier einmal das Fach. Das ist auch ein bisschen tiefer, würde ich sagen, als hier und ein bisschen größer, auch von der Höhe. Wir haben jetzt hier einmal eine Windjacke drin, die ist 4, 5, 6 cm in der Dicke. Die kriegt man hier in den unteren Bereich. Und was ich hier besonders cool finde, ist, dass das Fach auch bis oben, bis ganz hier an den Top-Bereich vom Rucksack geht. Und da kann man zum Beispiel auch nochmal was reinpacken. Ich habe jetzt mal hier einen Kompressionsbeutel noch mit reingepackt, oder beziehungsweise auch einen wasserdichten Beutel, dass man bei Bedarf dann da auch mal alles reinpacken kann. Und das stört dann nicht und ist dann hier eben in diesem Fach auch gut nutzbar. Natürlich kann man so auch zum Beispiel Kartenmaterial, was länger ist, ohne Probleme unterbringen. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben hier auch die Möglichkeit, noch mit Shockcord zu arbeiten. Die ist auch mit dabei. Die zeige ich euch gleich, wenn wir das Innenfach aufmachen. Da habt ihr hier rechts und links diese Daisy Chain vernäht, wo ihr dann mit Shockcord arbeiten könnt, die dann hier kreuz und quer drauf befestigen, um dann eben auch mal eine Jacke drauf zu packen. Ansonsten hätten wir hier auch nochmal Lasercut Molle bis nach unten hin durchgängig, 4 Reihen in der Breite, um eben auch nochmal mit Modulartaschen arbeiten zu können, wenn denn da Bedarf ist. Schauen wir uns das Rückensystem an.
Das ist das Padded Back System von Tasmanian Tiger. Wie das aufgebaut ist mit der Alustrebe und dem Framesheet, das zeige ich euch, wenn wir ins Innere gehen. Hier erstmal die Rückseite. Das kennt ihr vom Modular Pack 30 auch. 2 dicke Meshpolster außen, in der Mitte auch nochmal ein Meshbereich, der aber ein bisschen nach hinten versetzt ist, um hier eben auch die Möglichkeit zu geben, dass die Luft zirkulieren kann. Die Träger kennt man eher von anderen Rucksäcken als von den Modular Packs, zum Beispiel vom City Pack. Die haben dann hier den höhenverstellbaren Brustgurt unter einer Lasercut-Molle Leiste hier verlegt. Das ist ganz cool gelöst, weil ich kann so natürlich jederzeit den Brustgurt in der Höhe hier verstellen, ohne dass ich mir diese Front hier verbaue. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Multitool-Tasche oder eine Smartphone-Tasche oder das Navigationssystem hier vorne drauf baue, kann ich das hier sehr schön hinten dran hoch und runter bewegen, jederzeit. Falls mir der Brustgurt mal doch dann zu hoch sitzt oder sonst irgendwie, habe ich das immer hier schön im Zulauf. Ansonsten natürlich, wie man das von TT gewohnt ist, schöne anatomisch geformte Träger, die auch von der Polsterung her genügend Festigkeit geben, um bequem getragen werden zu können. Ein Schnellabwurfsystem gibt es hier nicht. Wir haben hier einen einfachen Dreisteg, der hier die Größenverstellung realisiert für die Schultergurte. Und für den Bauch gibt es hier, beziehungsweise für das Becken, gibt es hier einen einfachen Bauchgurt. Der ist, das müsste 40 mm sein, wenn mich nicht alles täuscht, oder 35, sowas um den Dreh. Das ist ein Bauchgurt, der kann hier ganz simpel natürlich den Rucksack fixieren, um eben zum Beispiel beim Motorradfahren nochmal einen zusätzlichen Fixpunkt zu haben. Der ist natürlich auch abnehmbar komplett. Und da wäre auch, falls ihr sagt, ich möchte gerne doch schwerere Lasten tragen, gibt es optional, muss man dazu kaufen, hier den Hip Belt von Tasmanian Tiger. Der wird dann einfach rechts und links eingeklettet und dann habe ich hier natürlich auch nochmal, kann ich das schön auf dem Becken fixieren und kann dann damit dann auch arbeiten. Und da habe ich auch nochmal hier die Möglichkeit, mit Lasercut-Molle auch nochmal Seitentaschen anbringen zu können. Das wäre auch so der große Unterschied zu den anderen Modular Packs. Die haben das immer mit dabei. Den Beckengurt, der ist hier nicht mit dabei, sondern nur ein einfacher Bauchgurt. Aber wie gesagt, bei einem 28-Liter-Rucksack finden wir das auch völlig in Ordnung. Und wer es braucht, kann sich es halt eben noch als separates Zubehör holen. Das wird dann hier einfach in dem Bereich unten eingeklettet und dann passt das. Okay, Lastenkontrollriemen habe ich noch nicht erwähnt. Die sind hier oben natürlich auch noch verbaut. Schön bis ganz nach oben. Mit dem Framesheet gibt das Ganze dann ordentlich Struktur. Funktioniert hervorragend. Und natürlich auch ein obligatorischer Tragegriff, ne, damit wir auch wirklich alle Features genannt haben. Kommen wir zu einem ganz neuen Feature für die Modular Packs. Und zwar, das wurde von vielen bemängelt. Warum hat der Modular Pack am Boden kein Molle? Na, hier, seht ihr das? Modular Pack 30, nackt am Boden. Das war immer so ein bisschen traurig, weil der eigentlich der perfekte Rucksack auch für Bugout wäre, wenn man unten nochmal eine Isomatte dran machen könnte oder eben eine Jacke oder was auch immer. Keine Fixpunkte unten hat er gehabt, musste man sich anderweitig zu helfen wissen. Und das hat man hier beim Modular Pack 28 umgesetzt. Ich habe jetzt hier meine Jacke reingeklickt. Und dann sieht man hier, hat man 2 schöne Laminatstreifen hier. Das ist ein gummiertes Material. Und da sind dann die Gurte drin eingefasst. Das heißt, die haben da auch einen sehr guten Halt. Und die können auch komplett entnommen werden. Ich habe sie jetzt für dieses Video habe ich sie einmal montiert, weil das geht tatsächlich nicht so on the fly, denn dadurch, dass man hier einen langen Weg durchfädeln muss, ist das ein bisschen tricky, aber man kriegt das auf jeden Fall hin. Ich habe es ja auch geschafft. Und wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Und wenn ihr das nicht haben wollt, sondern einen schönen glatten Boden, sind diese beiden Straps auch sehr schnell abmontiert und dann habt ihr hier den Boden wieder slick, so wie man das gerne auch hätte. Okay, dann ab ins Hauptfach. Umlaufender YKK Reißverschluss mit 2 Wege. Dazu kommt, dass im Gegensatz zum Modular Pack 30 hier auch die Reißverschlüsse mit einem Schloss zu sichern sind, falls man den Bedarf hat, hier seinen Inhalt zu sichern. Also als Beispiel, ich nehme den mit für die Range, für die Kurzwaffe, könnte ich hier das Ganze auch abschließen, wäre die Möglichkeit gegeben. Und dann habt ihr hier das eigentliche Hauptfach. Ich habe mich jetzt mal aus dem Modular Pack 30 bedient und habe mir die Innentaschen rausgeholt. Die kommen ja mit dem Modular Pack 30 mit dazu. Die sind hier nicht dabei, nur aber, dass ihr mal seht, die würden hier auch komplett reinpassen, aber dann passt eben nichts anderes mehr rein. Ne? Die sind drin, komplett gefüllt
und dann ist der Pack eigentlich voll. Das ist der Unterschied zum 30er in der Tiefe. Nehmen wir sie einmal raus. Und dann seht ihr auch schon die Gemeinsamkeit zum Modular Pack 30. Hier hat man das schöne Molle Klett in 2 Varianten hinten aufgebracht, um hier natürlich dann entweder Klett- oder Molle-Taschen anbringen zu können. Natürlich auch die obligatorische Trinkblasenhalterung. Das heißt, wir haben hier einmal Klettverschluss und einmal noch eine kleine Schlaufe. An beide oder an eines kann ich hier meine Trinkblase einhängen und der dazugehörige Durchlass ist hier mittig verbaut. Mal gucken, wie ich da durchkomme mit meinem dicken Finger. Hier ist er, genau. Also hier oben kommt der Schlauch in der Mitte raus. Beim Modular Pack rechts und links, hier in der Mitte, kann man so auch dann schnell von der Mitte nach rechts und links verlegen. Ja, anstelle von Molle Klett an den Seitenwänden, wie das der Modular Pack 30 und 45 bieten, hat man hier eine Variante genommen, indem man hier 4 kleine Mesh-Taschen verbaut hat. Finden wir persönlich sinnvoller, weil mit den Klettmodulen an den Seiten, da muss man schon was ganz Spezielles haben, das da passt, auch von der Höhe und von der Tiefe, damit das nicht stört. Und hier kann man natürlich super Sachen unterbringen und wie ihr seht auch Sachen, die ein bisschen tiefer sind. Hier habe ich jetzt mal eine 05er Nalgene, die passt hier ohne weiteres rein. Natürlich auch mal hier so ein bisschen Schreibzeug. Selbst ein dickes Brillencase kriegt man da unter. Oder hier I Respect That Flask von Stanley. Kann man da auch runterbringen. Das wäre quasi die Seite. Das Framesheet zeige ich euch gleich. Machen wir erst noch die andere Seite. Das wäre dann die Deckelseite. Hier zu sehen im unteren Bereich Klett. Nehmen wir mal die Inserts ab, die sind nämlich auch nicht dabei. Hat man hier 3 Streifen Klett und könnte da eben zum Beispiel hier den, ich glaube, das heißt das Made Collect Insert von Tasmanian Tiger. Das kann man da hinbauen, wunderbar. Oder hier der Mupp von Black Lion Gear, der passt da auch super hin. Also gerade hier, um nochmal kleine Sachen, die flach sind, zu organisieren im unteren Bereich, wunderbar. Dann hat man oben drüber 2 verschiedene Taschen, beziehungsweise eigentlich sind es 3. 2 in der Höhe, 3 in der 1, 2, 3 in der Breite. Oben 2 kleine, unten eine große. Verschlossen mit einem Reißverschluss. Vom Platzvolumen her Platz für 2 Multitools. Oder eben eine Kopflampe oder andere kleine Gegenstände, die man schnell mal zur Hand haben muss. Die passen hier ohne weiteres rein. Verwendet wird hier das Wabenlaminat von TT bzw. Waben Klarsichtmaterial. Könnt ihr sehr gut sehen, man kann den Inhalt perfekt identifizieren und im Vergleich zu normalen Klarsichtmaterial, wie es früher verwendet wurde oder auch heute noch andere Hersteller weiter nutzen, beschlägt das nicht und vergilbt auch nicht. Also das hat wirklich eine sehr hohe Langlebigkeit und ist unserer Meinung nach auch viel, viel schicker. Ja, hier seht ihr, passt auch eine wunderbare Wanderkarte komplett rein. Also auch da hat man vom Platzangebot her hier eigentlich alles geboten, was man sich wünscht. So, ganz zum Schluss einmal noch ein Blick aufs Framesheet. Das kann man hier oben herausziehen. Wie ihr sehen könnt, ist auch vom Material her, um den Rucksack auch leicht zu halten, noch ein bisschen ausgespart. Normalerweise war das immer relativ groß. Hier hat man jetzt so eine schöne Knochenform gemacht und in der Mitte hier ist das Fach für die Alustrebe. Die kann man auch herausnehmen. Machen wir das mal zu. Dann habe ich die Hände auch richtig frei. So. Ein bisschen schieben und dann kommt hier auch die Alustrebe zum Vorschein. Die ist schon an den normalen Rücken oder an eine generelle Rückenform angepasst. Kann ich natürlich auch jederzeit relativ leicht dann nachbiegen, wenn ich das nochmal nachjustieren will, um eben dann dem Rucksack meinem persönlichen Rückenbedürfnis anzupassen. Und durch die Form hier wird das natürlich dann auch gehalten und kann dann jederzeit wieder eingesetzt werden. Theoretisch könntet ihr das hier hinten auch als Trinkblasenfach noch nutzen. Also wenn ihr eine wirklich flache Trinkblase habt, könnt ihr die natürlich hier hinten reinmachen. Solltet euch nur bewusst sein, wenn ihr das macht, dann könnt ihr natürlich dieses Fach hier nicht mehr verschließen, weil es gibt dann keinen Durchlass für den Trinkschlauch nach außen, denn dieses Fach hier ist zu. Das heißt, ich müsste dann entweder den Trinkschlauch hier seitlich
rausführen oder ich müsste mir hier irgendwas bohren, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist der Trinkschlauchdurchlass hier oben drüber. Das wäre vielleicht noch was, wo man beim nächsten Mal noch mit einem relativ wenigen Aufwand bei der nächsten Generation dieses Fach auch nochmal anderweitig nutzen lassen könnte. Fürs Fazit habe ich euch jetzt nochmal die versprochene Shockcord montiert, dass ihr auch nochmal sehen könnt, wie ihr das Volumen nochmal nach vorne erweitern könntet, falls ihr den Bedarf habt und nichts unten drunter bauen wollt. Viele sagen ja vielleicht auch gerade, bei einer Jacke will ich nicht unbedingt unten haben, wenn ich den Rucksack abstelle, wird die sofort dreckig, möchte ich lieber vorne haben. Genau dafür ist die mitgelieferte Shockcord gedacht, die man im Inneren in einer Klarsichttasche findet, wenn man den Rucksack neu kauft. Hat man hier genügend Länge und auch von den Kordel-Stoppern hat man 4 Stück dabei. Ich habe jetzt nur einen gebraucht, die anderen 3 habe ich hier gerade auf dem Ersatzstück noch aufgebracht. Und dann könntet ihr hier die Daisy Chain so verwenden, wie ihr sie einbauen wollt. Ich habe jetzt auch nur jede dritte genutzt, also auch da könnt ihr noch mehr kreuzen und bauen, so, genau so wie ihr das braucht. Könnt sogar noch durch die Molle-Schlaufen durchgehen, wenn ihr sagt, ich brauche da eh kein Molle. Also da gibt es verschiedene Varianten. Da ist, denke ich, unserer Meinung nach an alles gedacht worden. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Fazit. Der Modular Pack 28 ist eine super Weiterentwicklung in vielen Punkten zum Modular Pack 30 und 45. Natürlich kein Ersatz. Vom Volumen her natürlich etwas kleiner, aber eben vielleicht genau das, was der ein oder andere gesucht hat, der gesagt hat, vielleicht beim 30er, der ist mir ein bisschen zu tief. Von der Höhe und von der Breite her ideal, aber eben von der Tiefe brauche ich ein bisschen weniger. Da ist hier dann der Modular Pack 28, der genau diese Rolle erfüllt. Was sagt ihr dazu? Was ist euer Lieblings-Modular Tech Pack von Tasmanian Tiger? Schreibt es uns mal in die Kommentare, das würde uns interessieren. Ihr bekommt den Modular Tech Pack Modular 28 überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, nicht vergessen zu liken, Abo und die Glocke zu klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.